The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Ort des Wahnsinns. Heilanstalt. Nein, da steht Edelweiss Institut. Dumme Übersetzer. Ja. Laufe im Institut rum, wo Leute wie ich früher gelandet wären. Ein Besucher aus dem Weltraum, glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? The asylum's facilities, actually. I've heard great things about the work you do here. Permission to go anywhere would have to come from Professor Gygax. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it then. Everyone, your attention, please. So richtig böses Day. Englisch. Yes. Hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Ja, weil der eigentlich auf dem Altar lag, da ist der Tote. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to get wish to to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in harm's yourself of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly.
Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Oh, ich bin der Agent. Oh nein, Arnswin, du hast diese Cutscene nicht versaut. Danke für deinen Sub. Das Spiel ist bis jetzt eigentlich ganz cool. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Watson hat der Heilanstalt seine Aufatmung gemacht und hält sich nun in einem der Räume im Erdgeschoss auf. Er hat versucht, gut mitzuspielen, als ich mich als Amos Colby ausgegeben habe, aber Schauspielerei ist wahrlich nicht seine Stärke. Ach, Sherlock wollte einfach nur sich verkleiden. Eins, 3, 2, 1. Hinten hatte ich wenigstens recht, bei allen anderen habe ich mich um 1 vertan. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Durchgangszelle. Warum sieht das hier aus, als wenn ich im Wolfenstein-Schloss bin? Wir sind in der Schweiz. Medikamentenraum. The final product, ready to cure madness or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Naja, sollte das nicht so sein in der Heilanstalt? Patientin Eloise K. Diagnose Dermatillomanie. Anmerkung: täglich die Nägel schneiden, nicht die Hände von den Fesseln lösen, selbst wenn sie nicht aufhört zu schreien. Maurizio H. Manie. Dissoziation. Anmerkung: nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilfasten verordnet. Josephine erwähnen, damit er umgänglicher ist. Mariana W. Hysterie. Anmerkung: die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Patient Nils J. Diagnose Nervenzusammenbruch. Anmerkung: keine Besuche erlaubt. Alle für den Patienten eingehende Briefe sind zu vernichten. Very sturdy. I might borrow it. What was that? Is someone there? Damals vielleicht. Heutzutage ist eine Pharmaanlage etwas komplizierter. Ansonsten kann man die Patienten und Preise ja nicht rechtfertigen. Ach, die Patente und Preise nicht rechtfertigen. Generell wird viel, also man hat früher viel Medizin selbst hergestellt. Aus den Grundstoffen. Das ist halt eine andere Zeit. Wie kann ich den Pfleger Vortrag 7b außer Gefecht setzen? Irgendwann mit den Spritzen. Aber mir fehlen noch ein paar andere Utensilien.
Hannes Winkler. Jetzt kommen die guten deutschen Namen. Lionel Reichert. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The ghoul! The impertinence to bark such orders! Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon! Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Aber schön, dass die Deutschen wenigstens deutsches Englisch sprechen. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jealous sailor bold. Eins und nochmal 2. Nee, doch noch einmal mehr. Kann man übrigens so machen mit dem Schlösser knacken. Aber ich hoffe, dass niemals im Spiel mal unter Zeitdruck gerät dabei, weil sonst bin ich wirklich arschgefickt. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Auch schön. Es ist halt wirklich deutsch. Ein deutsches Dokument. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Können ruhig jetzt für immer in der Schweiz bleiben. Cerebellum by S.A. Becker. Looks like it's still operational. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Das erinnert mich so ein bisschen an die Uhr von Deus der Tentakel. Oder nee, da gab es auch irgendwie ein Speise. Ach, du musstest immer Items hin und her schicken durch alle möglichen Müll. Durch die Zeit oder über einen Speiseaufzug. Und pass mal auf, wir müssen später mit Watson auch Gegenstände tauschen über den Aufzug. Weil der funktioniert ja noch. Also ich könnte mir das denken. Durch den Trockner. Ach so, du meinst es bei Deus der Tentakel. Im Lagerraum befindet sich ein Speiseaufzug, der wohl länger nicht benutzt wurde, aber noch funktionstüchtig zu sein scheint. Den Kochflecken nach zu urteilen führt er nach oben. I command you to let me out!
Richtig schöne Anstalt. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Darn. No way I can get past him without being noticed. Immerhin läuft man nicht einfach da rein. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. Das Betäubungsmittel kann ich nutzen, um den einzuschläfern vorne. Okay, aber was ist der letzte Gegenstand, den ich brauche? Truncheon, not the typical tool for a nurse. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Ja, die Spritze plus Beruhigungsmittel, das muss ich jetzt nicht kombinieren. Ich muss aber die nächsten Momente... Also, was ich als nächstes tun muss auch erstmal im Kopf durchgespielt werden. I'm sure I heard something. Zuhören, aber nicht umdrehen. My comrades in Paris shall hear about this. Don't you look down on me. Open the door. Ach, da unten lag noch was. Ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen. Letztendlich die Folge ihrer unentschuldbaren Vorgehensweise bei Gerdas Behandlung. Meine darauffolgenden Sitzungen mit ihr endeten, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatten. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzuringen, begann sie damit wild um sich zu schlagen. Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie wollen wissen, dass ich ihre Behandlungsmethoden für die reinste Barbarei halte. Wenn Sie, wie Sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen Sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts. Tubes of varying diameters. Interesting.
Ihr könnt den Fame mit Hilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Ja, okay, soweit hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gedacht. This should suffice. Vor allem die Spritze muss ja genau passen, also müsstest du ja irgendwie noch abdichten an der Seite. Du wirst niemals, wenn du in der Situation bist, irgendwo ein Rohr finden, wo die Spritze genau reinpasst, damit du damit das losschießen kannst. Oh, ich muss auch noch selbst schießen. Achso, ich muss da oben hinschießen. Ich wollte in seinen Arsch schießen. Wie es halt normal ist. Blöp. Hans! Hans! Warum liegst du auf dem Boden? This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Ja, total unauffällig. Hans ist auch verschwunden. Noch mehr von dem Betäubungsmittel. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Herr Schnitzer, ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unerhofft aufgetretene psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegen Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung ihres Sohnes nichts im Wege. Sie werden ihn wieder gesund und munter in ihre Arme schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Gygax. Bei dem Namen kann man sicher sein, dass sie gar nichts mit Deutschland zu tun hat. Und auch nichts mit der Schweiz. From your skull with my fingernails! Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Dass sie täglich die Fingernägel geschnitten bekommt, weil die sonst die Leute kratzt. Nur für Befugte. Ich trage einen Mantel, ich bin befugt. Wie gebildet die in der Schweiz waren, die sprechen alle Englisch.
Naja, immerhin, The garments of several dozen people at least. immerhin sprechen sie Englisch Fabric mit burnt in the deutschem furnace. Akzent. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Das sollte nicht hier sein. Warum sollten traditionelle Gewänder aus Nordafrika hier verbrannt werden? Weil sie Leute hier haben, die nicht hier sein sollten. Ja, genau sowas wünsche ich mir zu finden. You're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Ja, aber wenn wir ihr Heidi zurückgeben, wird sie wahrscheinlich etwas für uns tun und mögen. Blut von oben aufgeschlagen. Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität niederländisch, Ergebnis eine willensschwache Versuchsperson. Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnungen zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, der folgende Dosierung angewandt, 0,4 Milligramm N5. Alter Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität rumänisch, Ergebnis, die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reicht die Minimaldosis aus, 0,2 Milligramm N7. Alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich. Nationalität Ainu. Ergebnis: aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der mächtigen Statur reicht eine geringe Dosis aus. Junger Erwachsener, Geschlecht männlich Maori. Ergebnis: aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechend hohe Dosierung nötig. Das ist der Bedienstete, wo wir im Gartenschuppen waren. Zusammenfassung: alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Mit Drogen. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Auf Georgisch geschrieben. This stretcher was disinfected frequently. Das kann sich passiert sein, weil da unten ja eine Verletzung war. Wir wissen, dass sie Schlagstöcke benutzen, also hat sich einer gewehrt und dann ist er da unten gegen die Seite gefallen. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Da, wo die Leute eingesperrt hatten. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Wie das innere Kratzen.
Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Ich brauche mal eine andere Hand, um hier ein bisschen rüber zu gehen. The kidnappers even provided airflow. How generous. Was ist der letzte Hinweis? Ah, da liegt was. Wieder einer von diesen This Münzen. is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Ne, das kann ja schon mal nicht so sein, weil der da ist gestorben. Also muss der hier als tot gelegen sein und deshalb kam der mit der Trage und hat danach die Trage desinfiziert. Weil die Leiche transportiert hatte. The doors can be opened for deliveries. Hier kam keiner so rein. Die kam mit den Särgen. The carriages were backed through these doors and they began to unload their cargo in secret. Beziehungsweise mit den Truhen. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. So, da haben wir in der Wäscherei eine Puppe gefunden. Die Ausländer müssen nach kurzem Aufenthalt in den Zellen durch eine Geheimtür gebracht worden sein, die sich wohl irgendwo in der Nähe des Hintereingangs befindet. Kratzer. Scratches. Something has been moved through here. Da. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Also am Anfang fand ich das Spiel gar nicht so gut, jetzt finde ich das doch ganz cool. Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höllenpforte? Geh erstmal zu der Dame zurück. Und gebe dir die Heidi. Klar, technisch ist das jetzt nicht komplett up to date. Umgebungen sind halt nicht immer das Hübscheste. Aber mir gefallen die Mechaniken. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent. Remember? How do I open it? You want to enter Hell's Door? I can't tell you. It was Heidi who knew. I can't talk. Now listen here.
only Heidi knew the answer. And she's gone. Gone. Gone! I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. I shall leave you two to get reacquainted. Wir brauchen 2 Knöpfe, Faden, Klebstoff und Nägel. Ich denke mal, in der Wäscherei können wir vielleicht Knöpfe noch finden. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Ja, da ist ein fetter Werkzeugkasten, da sind bestimmt keine Nägel drin, die ich verwenden kann. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. They haven't yet made a bullet that can hit me.
Kleber herstellen. Also erstmal scheint hier was zu reparieren zu sein. Baukleber, Nägel. Er will sich an den Pflegern rächen, die ihn eingesperrt und verhöhnt haben. Anschließend will er nach Frankreich zurückkehren. Faden und Knöpfe. Faden und Knöpfe. Also mit dem Klebstoff selbst herstellen wäre auch eine gute Idee gewesen. Keine Ahnung, ob Holmes das hinkriegen würde mit Arzneimitteln. They haven't yet made a bullet that can hit me. Ich halt bei den Fäden halt wirklich auf die Wäscherei getippt. Und Knöpfe. Weil da liegt halt Wäsche rum. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. They haven't yet made a bullet that can... Ich habe auch nichts, was ich im Moment jemand zeigen könnte. hit me. They haven't yet made a bullet that can... Nur hier dran ist das Auge. hit me. Hatte ich gescannt? Also beziehungsweise habe ich das mit dem Blick gemacht. In der Wäscheküche, vielleicht habe ich das deshalb nicht gesehen, weil ich das nicht ausgerüstet hatte. Also damit ich mit dem Blick speziell genau diese Gegenstände finde. So, von da bin ich gekommen. Da ist es. Hab halt falsch geguckt gehabt. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I Am besten have a gefallen mir ihre couple of neuen questions. Haare.
Yes, I... Your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The professor will treat him like she treated us. Heidi, Ask if you dare. Look, Gerda. Heidi. Ask it. Tragt alles ein Patient unter den Napoleon. Oh. Heidi. Ask. You look. Heidi. Ask. I Ach found so, über Hell's was soll uns Door, halt... Ich but muss it's die not. Frage auch vorher Is lesen. there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Hat Gerda die Höllenpforte erwähnt? Ja. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Warum will Heidi alles geheim halten? Wahrscheinlich wegen der Mitteilung von Professor Becker. Stay here, Heidi. Heidi. Ask it. Scheiße. I found... Hell's. That's... And you. Professor Gygax Okay. hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him. But you said... And now I say tell him. The professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Ich weiß, wovon ich heute Nacht träume. Leider. The doors can be opened for deliveries. Ich denke mal, ich muss Napoleon freilassen. Damit Napoleon ein bisschen Stress macht hier.
Warum ist Mauritius jetzt denn angekettet ganz hinten? Ja, Heidi über die Höllenpforte, das wird das sein. Hab ich doch gesagt. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschutz zu gelangen und ihn mithilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Ja, das ist wirklich jetzt eine gute Frage. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Okay, der rachsüchtige Patient. Blockierter Weg nach oben. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus einer Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Es ist wirklich irritierend, dass du die Sachen erst machen kannst, nachdem du die halt im Gedankenspiel zusammengesetzt hast. Damit hadere ich immer noch so ein bisschen. Zwei, ein runter, erster ist richtig, zwei hoch. Zwei hoch, ein hoch. Mein Name ist Dietrich. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I
am coming, Josephine. Sehr schön. Psst. Watson, over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Ja, so nehme ich auch immer eine Waffe in die Hand. Erstmal mit dem Rohr auf mein Gesicht. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Oh, Did a Heidi. child make these? Na, wir wissen, wer Heidi ist. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Die Bilder sind übrigens immer Abbilder von dieser Zwischenwelt, in der wir waren. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wished to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies.
While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Ja super, jetzt muss der Doktor sich auch noch sowas reinziehen. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Professor, Moment, Patient Wolf. Es ist der Wolfenstein-Patient. Was soll das sein? Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think he connects somewhere downstairs. Ich glaube auch, der führt nach unten. Ach, sie reden nicht mehr über den früheren Leiter des Instituts. Wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern, wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken, einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier. Gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Er will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Struggling to remember something. This area is off limits. A patient has escaped. Früher kann man noch überall rauchen. I don't want to card block B tonight. I want them to fly! Give it to me. No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. A visitor? No, you shouldn't have come here. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. I hear them scratching. Don't you hear it? Ach. Das ist mein Zimmer. Aber steht Patientenzimmer dran.
Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontlappen und den Tempo... Ach, weißt du, wer das ist? Das ist der frühere Leiter des Instituts. Deshalb redet keiner über den, weil die haben den chirurgisch untot gemacht. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt. Wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Good Lord, that's a lot of records. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Du könntest schon Holmes alleine hier lassen. Achso, da wird es in den Medikamentenraum rübergehen. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Sieht ein bisschen aus wie die alte Version der Haushälterin aus American Horror Stories der ersten Staffel. Professor Gygax will have much to tell you. We rarely have visitors here. I wonder how Edelweiss compares to your clinics in England. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Schwierig. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Präzise chirurgische Schnitte. Starke Verätzung an der Hand. Ja, das ist der Hinweis, weil wir diesen Brief gefunden haben wegen den Verätzungen. Hautpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch.
Alte Verätzung. Einige von Mrs. Wolfs Gesichtsmuskeln sind geklebt. Wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs an seinem Gehirn. Die blau-grauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten, denen die Silbernitrat enthalten. Krank aufgrund von Behandlung. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. So, Becker. Da ist Dr. Becker drauf. Bam, alles direkt richtig. Er ist Professor Becker, der ehemalige Leiter des Instituts. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch des Schreibens fähig. Wie kann ich Professor Gygax aus ihrem Büro locken? Indem ich so tue, als wenn er sich wieder erinnern kann. Sorry, what were we discussing? Give me a second, perhaps the thought will return. Feel free to explore the courtyard, Doc. Muss das schon verbinden können. Aber mit was? Ich weiß es hier überhaupt nicht. Keine Ahnung. Wichtiger Patient ist schon mal richtig. Gedichte eines Patienten. Indem man sie mit Hilfe von Professor Becker ablenkt. Manchmal sind diese Zusammenführungen totaler Unsinn. Mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht. I'm sure it will enlighten you.
hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. You really are a strange man. Have you ever been mentally examined? Ist schon cool manchmal. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. A letter for you. Unbelievable. Grund, with me. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Ein Monat ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzer Edelweiss von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um den Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von den engstehenden Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880, die erste Überweisung von R. ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880, die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. R. hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unserem Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott, Bankhaus EW Gray, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 9. Januar 1882.
Ich würde sagen, es ist die Hand. Nothing special about this. Geil. Ach da, guck mal. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Schubladen kann man offen lassen, wird schon keiner merken. Richtig, es handelt sich natürlich eigentlich um einen Altplug. Aber in Wahrheit ist es wirklich einfach nur ein Stempelkissen. Beziehungsweise ein stempelgetarntes Schlüssel. Sowas wie eine Unterrichtsschule. Ein Zahn. Abgebrochener Zahn, heller Zahnschmelz. Male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Oh, Ketten. The inside of the cuff is worn. It's been used often. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. A wax cylinder. There is something recorded on it. Gibt es eine Chance, das hier irgendwo abzuspielen? Nee. Ich dachte schon, da steht ein Kopf. Es steht da auch ein Kopf, aber... Anders habe ich gedacht. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher kommen oder sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischsten und widerspenstigsten Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf Sie verlassen.
Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trance-Zustand mit Hilfe von Lichtwellen erzeugt von Kal-Light-Linsen aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Ein Schlüssel. Looks as if it's been recently used. Können mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell, die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinem Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend, daher sah ich mich letztendlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ sich jedoch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst, daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. Und bevor ich runtergehe, ach, da ist der Brunnen. Oh, the smell. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Blick in den Abgrund. Ja, nicht so schön. Ich hoffe, unsere nächste Umgebung wird ein bisschen angenehmer. Get out of my head! Your mind fisted, devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. Lord, Lift your spring to your soul and become a servant of Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! wretched mortal. Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the World behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head! Aber warum wird Sherlock da so indoktriert?
Nur warum ist er da so anfällig für? Ist nicht ungewöhnlich, wenn einfach ein Fahrstuhl runterkommt, ohne jemanden, der den Fahrstuhl bedient. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Wer sollte die denn töten? Ach so, da liegt die Puppe. Wir wissen, wer sie getötet hat. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Ja, die Patientin hat den weißen Kittel angezogen. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Wohin führt die nächste Spur? Handschriftlicher Brief, der über New Orleans redet. Brief einer Bank in New Orleans. Telegramm aus New Orleans. Dann gehen wir nach Las Vegas. Mehrere Hinweise deuten auf New Orleans als nächsten Ziel laut unserer Ermittlungen hin. Die Entführung haben die Dienste des dort ansässigen Bankenhauses E.W. Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. There is nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock.
We can return to London, report what we have discovered, let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John.